bin schon wieder in der Weihnachtsbäckerei. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ja, und heute habe ich es total übertrieben und solche Weihnachtsmann-Macarons gebacken. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Wir beginnen mit der Füllung einer weißen Kokos-Zimt-Ganache, da sie über Nacht im Kühlschrank kristallisieren muss. Dafür gebe ich 100 Gramm Kokosmilch, 2 kleine Zimtstangen und eine Prise Salz in einen kleinen Topf und erhitze alles, bis die Kokosmilch zu dampfen beginnt. Den Topf dann vom Herd ziehen und die Zimtstange für 2 Stunden in der Kokosmilch ziehen lassen. In der Zwischenzeit hacke ich 95 Gramm weiße Kuvertüre mit dem Messer schön fein. Weiße Schokolade geht übrigens auch. Alle Zutaten für die Ganache und die Macarons stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Die Kokosmilch erneut erhitzen, bis sie dampft, dann die Zimtstangen entfernen und die heiße Kokosmilch direkt über die Kuvertüre gießen. Für eine Minute warten und dann die Kuvertüre mit der Kokosmilch zu einer glatten Masse verrühren. Da das nicht so ganz gelingt, püriere ich sie dann noch mit einem Mixstab. Das sorgt eben zum einen dafür, dass sich die weiße Kuvertüre richtig auflöst und dann auch ordentlich mit der Kokosmilch verbindet. Danach werden noch 25 Gramm Kokosraspel eingerührt. Die Ganache abdecken und für mindestens 12 Stunden kalt stellen. Jetzt können wir mit den Macarons beginnen. Dafür bereite ich mir als erstes ein Backblech vor. Ich habe mir die Schablonen schon ausgedruckt. Einen Link dafür findest du unterhalb vom Video in der Infobox. Die Schablone muss noch etwas zurechtgeschnitten werden, damit sie gut auf das Backblech passt. Schneide die Ecken dafür etwas schräg ab, damit sie glatt auf dem Blech liegen können. Darauf lege ich ein Stück Backpapier und damit es nicht wegrutscht, befestige ich es mit 4 Magneten. Dann brauchen wir noch 3 Spritzbeutel mit Lochtülle. 2 Spritzbeutel mit 2 mm Tüllen und 1 Spritzbeutel mit einer 4 mm Tülle. Die Tülle umknicken und in einen Becher stecken. Den Beutel dann über den Becher krempeln. Für den Macaronteig vermische ich mir hier 100 Gramm gemahlene, blanchierte Mandeln und 100 Gramm Puderzucker in einer Schüssel. Anschließend mahle und mische ich beides noch feiner im Blitzhacker. Nicht zu lange mahlen, da die Mandeln sonst zu warm werden, das Öl austritt und die Masse verklumpt. Dann wird es nämlich nichts mehr mit schönen Macarons. Wie du siehst, ich male beides nur ganz kurz. Mandeln und Puderzucker dann durchsieben, um gröbere Stückchen Mandeln auszufiltern. Die Menge an Mandeln, die bei dir im Sieb zurückbleibt, muss nicht durch mehr Mandeln ausgeglichen werden, da der Teig sonst zu fest wird. Als nächstes werden 65 Gramm gealtertes Eiweiß aufgeschlagen, bis es zu schäumen beginnt. Dann langsam 26 Gramm Feinzucker einrieseln lassen. Den Eischnee für 6 Minuten steif schlagen. Was meine ich mit gealtert? Ich habe vor 4 Tagen 3 Eier getrennt und das Eiweiß im Kühlschrank altern lassen. Dadurch wird der Eischnee noch kompakter und das hilft unheimlich gut dabei, damit sich später schöne Füßchen bilden können. Warum 6 Minuten aufschlagen, wenn der Eischnee schon nach 2 Minuten fest ist? Das stimmt, der Eischnee ist schon nach kurzer Zeit sehr fest, aber das heißt nicht, dass sich der Zucker auch schon vollständig aufgelöst hat. Bleiben Zuckerkristalle zurück, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Macarons beim Backen aufplatzen. Mandelmischung und Eischnee dann miteinander verrühren, bis ein zäher Teig entstanden ist. Achte darauf, dass Mandeln, Puderzucker und Eischnee gleichmäßig miteinander vermischt sind. Wir wollen den Teig aber noch nicht so weit verrühren, bis er vom Spatel fließt, da wir ihn noch färben müssen. Wiege 190 Gramm von der Masse in eine Schüssel ab. Diesen Teil färben wir als erstes weiß, weil wir am meisten weißen Teig brauchen.
Dafür eignet sich am besten flüssige weiße Lebensmittelfarbe. Normalerweise sind Pulverfarben besser, da sie die Konsistenz des Teiges nicht beeinflussen. Aber weißes Farbpulver ist nicht nur selten zu bekommen, sondern färbt auch nicht so schön wie flüssiges. Das gilt aber nur für das Weiß. Die Farbe dann so lange einrühren, bis der Teig zähflüssig vom Spatel läuft. Wenn man eine 8 damit schreiben kann, während der Teig in die Schüssel läuft, ist er perfekt. Den restlichen Macaron-Teig halbieren, eine Hälfte mit sehr wenig brauner Lebensmittelfarbe färben. Der Teig sollte möglichst Hautfarbe bekommen. Die andere Hälfte färbe ich hier mit einem Rot-Orange und einer dunkelroten Lebensmittelfarbe ein. Die Farben wieder verrühren, bis der Teig zähfließend vom Spatel läuft. Noch kurz zu den Lebensmittelfarben. Farben aus dem Supermarkt sind nur bedingt geeignet, sie färben einfach nicht besonders gut und der Teig bleibt blass. Natürliche Lebensmittelfarben wie Spinatgrün oder rote Beete-Rot verblassen und verbrennen beim Backen, sie sind nicht geeignet. Die einzige natürliche Farbe, die funktioniert, ist Kakaopulver. Links zu gescheiten Farben habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Die Teige dann in die Spritzbeutel abfüllen, dabei den weißen Teig in den Beutel mit der 4 mm Spritztülle abfüllen. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Video. Mit dem roten Teig als erstes die Mütze aufspritzen. Weißem Teig erst den Streifen für die Haare, dann den Bart aufspritzen. Für den Bart einzelne Tupfen aufspritzen und dann den Rest auffüllen. Anschließend einen Streifen hellbraun für das Gesicht. Weißem Teig 2 kleine Tupfen für die Augen aufspritzen. Nicht vergessen, die Magneten und Schablone zu entfernen. Das riecht beim Backen immer so unangenehm. Ja, das hat der Nico alles schon hinbekommen, darum erwähne ich das hier lieber noch einmal. Um den Teig zu glätten, ist es nötig, von unten sehr kräftig gegen das Backblech zu schlagen. Bleibt die Oberfläche uneben, sieht das nicht nur nicht so gut aus. Wenn zu viele große Luftblasen im Teig bleiben, platzen die Macarons beim Backen sehr wahrscheinlich auf. Die Teigoberfläche für 30 bis 45 Minuten antrocknen lassen. Der Teig hat lange genug getrocknet, wenn man mit der Fingerspitze darauf fassen kann und kein Teig mehr am Finger kleben bleibt. In der Zwischenzeit den Backofen auf 160 Grad Umluft oder 170 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die Temperatur bezieht sich dabei auf die Temperatur im Garraum vom Backofen, nicht auf die Zahlen auf dem Einstellknopf. Die Temperaturen schwanken von Ofenmodell zu Ofenmodell. Wie man hier sieht, ist bei mir die Temperatur bereits bei 180 Grad, obwohl ich den Regler auf 160 eingestellt hatte. Um die korrekte Temperatur zu ermitteln, empfehle ich daher ein Ofenthermometer zu verwenden. Wie man sehen kann, die Macarons sind gut getrocknet, es bleibt sogar eine Delle im Teig zurück. Die Macarons dann für 12 Minuten backen, mittlerer Einschub. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter vollständig abkühlen lassen. Erst wenn sie richtig abgekühlt sind, vom Backpapier lösen. Fehlen nur noch die Augen und der Mund. Dafür habe ich mir etwas schwarzes Farbpulver in Wasser aufgelöst und verwende einen Pinsel, um beides aufzumalen. Mit einem schwarzen Lebensmittelfarbstift geht es noch einfacher.
Die Ganache anschließend auf eine Hälfte der Macarons aufspritzen. Die andere Hälfte darauf legen und andrücken, bis die Ganache den Rand erreicht. Wenn die Ganache zu fest ist, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt, warte etwas und rühre sie dann noch einmal mit einem Kochlöffel durch. Ja, und Macarons sind nichts für Ungeduldige. Die Macarons müssen jetzt noch für eine Nacht in einer luftdicht verschließenden Dose im Kühlschrank reifen. Wenn du sie sofort isst, sind sie nur hart und zäh und dann hat sich die Mühe einfach nicht gelohnt. So, jetzt aber. Das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Also bevor du deine Macarons genießen kannst, nimm sie bitte eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank, damit sie Raumtemperatur annehmen. Wenn man sie direkt aus dem Kühlschrank nimmt und dann reinbeißt, dann sind die sehr zäh und du denkst dir, was ist denn das für ein Scheiß? Ne? Also ganz wichtig, Raumtemperatur annehmen lassen und dann sind die richtig schön mürbezart und wunderbar lecker. Und ich gucke mir den jetzt hier seit einer Stunde an und will da unbedingt reinbeißen. Und bevor ich das mache, verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Dankeschön, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja wieder im nächsten Macarons-Video, in dem hier oder in diesem hier mit italienischen Macarons. Wie man die italienischen Macarons macht, kann ich wirklich sehr empfehlen. Die Macarons mit italienischer Meringue zu machen, die sehen wesentlich besser aus. Die Oberfläche wird glatter. Ist ein bisschen trickreich, aber wenn du die im Griff hast, dann funktionieren die richtig gut. So, das gesagt. Also, der Nico verabschiedet sich für heute. Tschüss. Cheers. Ja. Lass mal einen Macarons machen gehen. Das ist sehr, sehr lecker. Lass mir doch bitte noch einen Daumen nach oben da, bevor ich mich endgültig verabschiede. Tschüss.